Also wir hatten natürlich eine ganze Menge Crashtests, aber wir hatten sehr viel vorausberechnet. Also wir konnten damals schon eigentlich jedes Bauteil, was im Fahrzeug war, berechnen, wie es sich im Crashtest verhält und wie es sich verformt. Aber wir haben dann Bestätigungscrashtests gemacht, ausreichend und selbstverständlich intensiv, wie der Passagier in der Liegeposition, dass der gesichert ist. Das ist gewährleistet. Aber viel Gehirnschmalz reingesteckt. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bitte klappen Sie jetzt Ihre Tische ein und fahren Sie die Sitze in eine aufrechte Position. So heißt es nicht nur in der First Class kurz vor der Landung nach Überseeflügen, sondern so könnte es auch im Maybach lauten. BMW und VW waren Ende des letzten Jahrtausends drauf und dran, Rolls-Royce und Bentley untereinander aufzuteilen, und so musste natürlich Daimler-Benz nachziehen. Mit der Wiederbelebung der einstigen automobilen Luxusmarke Maybach wollte man ein Zeichen setzen und das obere Segment fast aus dem Stand aufrollen. Verantwortlicher Projektleiter dafür war Ende der 90er Jahre Professor Hermann Gauss, der da eigentlich schon in Rente sein wollte, aber wenn so ein Projekt ruft, dann sagt man natürlich nicht nein, und so hat er noch die Auslieferung der ersten Fahrzeuge seines Maybach ab 2002 abgewartet und erzählt in dieser Folge nun von seinem Ausflug in die Welt des maximalen automobilen Luxus, wie er tatsächlich auf First-Class-Flügen mit dem Zollstock die Sitze und den Fußraum vermessen hat und woher die Inspiration für die Luxus-Features überhaupt kam. Präsentiert wird euch die heutige Folge übrigens von Mercedes-Benz Klassikpartner, dem Netzwerk von Spezialisten für klassische Mercedes-Benz-Fahrzeuge. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Experten für euren Klassiker sucht, dann seid ihr da goldrichtig. Und zwar vom Daily Driver bis zum Sammlerstück. Ihr findet euren persönlichen Spezialisten nach Ort, Baureihe und gesuchter Serviceleistung unter www.mercedes-benz.de/Klassikpartner. Und passend zu meinem Partner, jetzt also auch mein Gast aus dem Hause Mercedes-Benz. Hier ist er für euch, Professor Hermann Gauss. Also ich habe meiner Frau 3-mal versprochen, in den Ruhestand zu gehen. Einmal mit 60, das war die S-Klasse, dann mit dem S-Klasse Coupé, das war ich 63. Und also dann kam die Geschichte Maybach. Muss man natürlich sich überlegen, ja, ich meine, ich war zunächst nicht direkt mit involviert, aber ich war immer dabei, wenn das über das Thema gesprochen wird. Es kam aus Asien, hat der Vertrieb gebracht. Warum ist Mercedes nicht in diesem Top-Element des Luxusfahrzeuges präsent? Also BMW hatte Rolls-Royce, VW hatte Bentley. Wir hatten nichts. Und das kam aus Asien, und dann hat man sich überlegt, ja, ob man dich doch möchte, oder man hat dann den Showcar gebaut. Das hat die Vorentwicklung gemacht, damit man eine Vorstellung hat, was man da machen kann. Und der ist dann auch auf der Tokyo Motor Show gezeigt worden. Und da war die Resonanz so positiv, dass der Vorstand dann entschieden hat, ja, wir machen sowas. Und dann ging es los, ja, wie macht man das, wer braucht man das? Und dann kam wahrscheinlich der Hubert auf die Idee, man könne mich ja fragen, ob ich nicht die Projektleitung übernehmen wolle. Das ist dann auch so geschehen. Und ich habe dann eine Bedingung gestellt. Ich war ja schon 63. Also ich mache das. Aber ich mache es nicht, wenn ich mit 65 das Ding abgeben muss und in Pension gehe. Also das tut dem Projekt nicht gut, wenn man da einen Stabwechsel macht. Ich mache es, wenn ich es machen darf, bis das Auto fertig ist. Ich gucke, dass es in 4 oder maximal 5 Jahren fertig ist. Das sichere ich hinzu, das kriege ich fertig. Aber ich möchte es fertig machen. Ja, hat Herr Huber gesagt, das ist in Ordnung, Sie können das machen, solange Sie wollen. Was hat Ihre Frau gesagt? Als ich dann nach Hause kam, da stand in der Zeitung, auch dass Mercedes den Maybach macht, hat sie gesagt, du machst den Maybach. Wer soll es denn sonst machen? Ich gesagt, da hast du es wieder gesehen. Also ich war ganz schüchtern natürlich, weil ich habe noch nicht gebeten. Dann musste ich beten, dass ich es mache. Also sie war mit einverstanden. Okay, also Sie haben gesagt, Schatz, ich mache noch ein bisschen, aber dafür können wir dann Maybach fahren. Ja, das habe ich jetzt nicht erzählt. Ich meine, ich wusste, dass ich nicht alles erzähle und dass ich damit dann schon auch mit irgendwo im Informationsfluss mit drin ist. Nein, also sie hat das akzeptiert. Und das war auch die gute Geschichte. Also wir sind jetzt immerhin 61 Jahre verheiratet. Also ist auch eine gute Geschichte, wenn es so lange hält. Also da gab's kein Problem. Also das hat sie durchaus akzeptiert, dass ich das mache, und das habe ich dann auch durchgezogen. Dann
herausbedungen, dass ich ein Team raussuchen darf. Ich habe mir also aus dem mir bekannten Ingenieurkreis etwas über 100 Mitarbeiter rausgesucht, die direkt an mich berichtet haben. Ich habe dann etwa weitere 100, die mir zuarbeiten aus der Entwicklung des Gesamtbereichs temporär. Und ich habe etwa 150 noch von Leuten, Ingenieuren aus der Zulieferindustrie gehabt. Also 350 Leute ungefähr für ja, 350 Leute, die natürlich über die Zeit auch geschwankt haben. Also die 100 direkt mir zu, die sind konstant gewesen die ganze Zeit. Okay. Und die anderen temporär, wann ich es gebraucht habe, je nach Aufgabe speziell, also beispielsweise die Stilistik habe ich natürlich in ihrer Stilistikabteilung belassen, die haben halt zugearbeitet. Ja. Das musste auch so sein, aber ich war immer bei allen Entscheidungen da dabei. Und mit Peter Pfeiffer haben wir das hervorragend zusammengekriegt. Der war auch schon bei mir zu Gast. Ja, natürlich. Also als ich dann 65 geworden bin, hat mich der Personalvorstand gerufen. Was machen Sie denn noch hier? Hat er gesagt. Dann sage ich, ja, ich mache den Maybach. Und ist mit Herrn Hubert abgestimmt, dass ich das Auto fertig machen kann. Dann hat er gesagt, ja, wenn das so ist, die einen gehen früher, da können auch ein paar länger da bleiben, aber einen neuen Vertrag machen wir nicht. Das sage ich, will ich auch keinen haben. Also das war okay. Und ich habe das dann so gemacht und dann gesagt, so, ich scheide dann aus, wenn das Auto fertig ist. Wenn die ersten 100 verkauft sind und ich ein Feedback habe von den Kunden, dass das Auto in Ordnung ist. So, gut, und so haben Sie es gemacht. So. Und das war am 31. März 2003. Ja. Ich habe dann das Projekt aufgelöst, eine Kerntruppe Maybach belassen, es waren rund 30 Ingenieure, die anderen in anderen Bereichen adäquat untergebracht, sodass die auch alle zufrieden waren. Die müssen ja ordentliche Tätigkeiten haben, die haben ja auch viel gelernt bei diesem Ding. Klar. Dann habe ich das ganze Team aus dem normalen Werk herausgenommen. Wir haben den Sindelfingen in einem extra Gebäude im Bräuningerland haben wir unsere Büros gehabt. Da waren wir abgeschirmt von allem anderen. Ich habe dafür gesorgt, dass wir kürzeste Entscheidungswege haben. Ich bin also fast jeden Tag einmal von den Bildschirmen zu Bildschirm gegangen und gehört, ob irgendwo was entschieden werden muss. Ich habe jede Woche die Entscheidung gefällt. Jeden Montag haben wir sie gemeinschaftlich nochmal besprochen. Dann hat jeder das auf dem Bildschirm gehabt. Ich wusste also jeder genau Bescheid, was ich sage, was ist entschieden. Also kürzeste Entscheidungs- und Informationswege. Das war das Geheimnis, tatsächlich in gut 4 Jahren mit dem Auto fertig zu werden. So, dann war natürlich die Basis, was nimmt man als Basisauto? Ja. Und da haben wir uns überlegt, 220 oder 140. Und wir waren dann der Meinung, mit dem Gewicht, was das Auto kriegen wird, ist der 140 die bessere Basis. Es ist kein einziges Teil, Original 140 da drin, sondern es ist nur das System 140. Also die Fahrschemel, alles andere haben wir neu gemacht und natürlich haben die Motorenleute auch einen tollen 12-Zylinder zugeliefert. Oh ja, das stimmt. Das war ein eigenes Projektteam, das mir zugearbeitet hat, aber da war ich wenig involviert, sondern die haben ihre eigene Aufgabe gehabt und die haben die Brauereis gelöst. Das ist der M275 12-Zylinder für die Leute, die es interessieren. Ja. Jetzt sagen Sie mal, also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich halte Sie für sehr bodenständig und dieses Maximalluxusding, wo das Auto nachher in Königshäusern fahren soll und bei irgendwelchen verrückten Milliardären oder sowas. Wie kann man sich da als guter schwäbischer Ingenieur reindenken, was die eigentlich haben wollen? Das war natürlich die schwierigste Aufgabe. Ich bin oft gefragt worden, ja, was war denn das Schwierigste? Ja. Also das Erste, was ich gemacht habe, als ich das Team zusammengestellt habe, wir müssen uns mal überlegen, was ist denn Luxus? Ja. Was wollen die Leute? Was habe ich getan? Ich habe mein Team zunächst mal auf die Bootsausstellung nach Düsseldorf geschickt. Ja? Zu gucken, was ist Luxus? Denn bei Booten sehen Sie das ja. Ja? Dann haben wir natürlich Kundenbefragungen gemacht, also diese Klientel, die natürlich auch wieder vorwiegend im Bootssektor zu Hause ist, ging also nach Monte Carlo. Da war ja jedes Jahr die große Bootgeschichte, wo die Leute, die Yachtbesitzer da ihr Meeting haben und haben geguckt, wir sind auf Yachten eingeladen worden, haben angeguckt, was da Luxus ist, da gehen uns ja die Augen über. Ja, das denke ich. Ja. Aber wir haben denen dann auch immer gezeigt, was wir vorhatten, welche Materialien und dergleichen und was sie darunter verstehen. Und da kam auch heraus bei diesen Befragungen, dass sie gesagt haben, ja, also das Fahrzeug sollte damals wie heute Mercedes sein und den Typnamen Maybach haben. Also so wie es heute ist. Okay. Und da kam dann raus bei der Befragung, dass die Kunden gesagt haben, also 80% der befragten Kunden weltweit, ja,
es ist uns eigentlich nicht exklusiv genug. Also Exklusivität war das, was die Kunden haben wollten. Also etwas haben, was der andere nicht hat. Und den Mercedes-Stand, den sehen wir auf dem Taxi. Ist toll. Wir haben 5 oder 6 Mercedes in unserem Fuhrpark. Prima Autos. Er ist auf dem LKW, auf dem Omnibus. Und da kamen die Yachtleute, die ja Maybach-Motoren in ihren Yachten hatten. Warum gebt ihr uns nicht diese schöne MM als Emblem? Dass ihr auf alten Maybachs drauf passt. Das passt drauf für einen Kühler. Also mein Vertriebschef, der Leon Hüstings, der diese Befragungen alle initiiert hat und auch geleitet hat, auch oft dabei war. Ich war auch zum Teil dabei. Da kann ich auch noch ein paar Dinge sagen, was so die Kunden genannt haben. Also wir sind dann in den Vorstand gegangen und haben gesagt, also Befragungen geben das aus, 80% wollen eigentlich die eigene Marke Maybach. Oh, es gab einen Aufruhr. Also wir sind hochkantig rausgeflogen beim Vorstand. Tatsächlich? Ja, also die wollten unbedingt Mercedes aufwerten? Ja, Mercedes war der Meinung, oder der Vorstand war der Meinung, das muss ein Mercedes sein, der kann Maybach heißen. Also wir haben das relativ neutral vorgetragen. Also wir waren nicht diejenigen, die gesagt haben, das muss so sein. Wir haben das so gehört, das muss so sein. Wir haben allerdings gesagt, wir sehen uns in der Lage, das in dem Entwicklungsstand relativ einfach zu machen, die entsprechenden Emblems drauf und ein paar Dinge abzuändern, ein Kühlergrill ein bisschen abzuändern und diese Dinge. Das ist machbar, wir können das. Also wir sind rausgeflogen, aber ich habe dann, Leon Hüstings war sehr traurig, weil der hat es natürlich auch stärker propagiert. Dann habe ich gesagt, Leon, das ist kein Problem. Also wenn sich der Vorstand anders entscheiden sollte, wir sind immer in der Lage, das immer noch zu ändern. Das geht schon. Wir waren ja noch 2 Jahre zurück vor Serienanfang, da war das schon zu machen. Aber die Diskussion war angestoßen und offensichtlich hat der Vorstand dann ja selbst mit gewissen Kunden geredet, auch mit Journalisten geredet. Und 2 Jahre später ist dann die Entscheidung gefällt worden, ja, wir machen einen Maybach. Das war natürlich für uns eine große Herausforderung, denn eine neue Marke einzuführen ist nicht so ganz einfach. Da hat man dann viel Aufwand getrieben. Aber es gab schon ein Kernproblem, dass nicht alle im Hause, die da hätten mithelfen müssen, dass die Marke erfolgreich ist, dahinter gestanden sind. Insbesondere auch im Vertrieb. Vielleicht haben wir ein bisschen was falsch gemacht, dass wir die zu wenig da eingebunden haben, die ganze Geschichte. Weil wir haben natürlich auch den Vertrieb ganz exklusiv aufgezogen mit den Personal Assistants. Ja, genau. Stimmt, also im Rückblick würde ich das heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Aber damals, ich als Ingenieur hatte von Vertrieb wenig Ahnung, muss ich ganz offen sagen. Ich habe mich da auch auf das verlassen müssen, was ich gehört habe. Und ich war auch der Überzeugung, dass das funktioniert. Und die ersten Monate waren auch, die Einführung war große Klasse. Also das hat prima funktioniert. Nur nachhaltig war es offensichtlich nicht. Deswegen die Stückzahlen, die wir mal abgeschätzt hatten, die sind natürlich bei weitem nicht erreicht worden. Also insgesamt sind etwas mehr wie 3.300 gebaut worden von dem. 10 Jahre lang. Die 10 Jahre waren geplant. Danach sollte es also einen Nachfolger geben. Gut, irgendwann hat mich dann, da war ich schon pensionär, der Vorstand angerufen und gesagt, also es tut mir leid, aber wir müssen das Ding einstellen. Wirtschaftlich war das natürlich sowieso nie, war auch nie vorgesehen. Es war ein Werbeeffekt, wenn Sie so wollen. Ähnlich wie Bugatti bei VW. Ne? Ja, natürlich. Von der Seite her war ja verständlich, dass man irgendwann natürlich auch wieder mal aufs Geld gucken muss. Also okay, ich habe gedacht, naja, schön, du hast ein wunderschönes Auto gemacht, hast eine tolle Arbeit gehabt zum Abschluss deiner Karriere. Also wenn es jetzt nicht weitergebaut wird, da gibt es zunächst auch keinen Nachfolger, der ja besser sein müsste. Also ist es gar nicht so schlimm, wenn er nicht weitergebaut wird. So in meinem Kopf habe ich natürlich nie irgendwo geäußert, das ist ja auch klar. Ich bin heute froh, dass tatsächlich auf der S-Klasse ein Nachfolger gebaut wird. Also mein damaliger Versuchschef, der ist ja im Maybach-Team geblieben, der hat auch mehrere Vorschläge gemacht, wie man einen Maybach weiterführen kann. Wir haben natürlich schon daran gedacht, daraus natürlich auch ein Coupé zu machen. Da gab es bei einem Zulieferer, einer Karosseriefabrik, gab es ein wunderschönes Coupé mit ein bisschen viel Chrom dran, hätte man ein bisschen weniger gemacht, aber war ein wunderschönes Coupé. Das war in Heilbronn, ist glaube ich, das Auto gibt es noch in der Schweiz. Also man hätte natürlich neben dem 57er und dem 62er noch ein bisschen mehr machen müssen. Ja. Es gab dann die S-Varianten mit etwas mehr Leistung, aber man muss natürlich, auf dem einen Bein konnte man, das war zu wenig. Dann gab es noch den Zeppelin, den Landaulet, aber man hat tatsächlich nur ein Auto gehabt. Also das Schönste war das Landaulet auch nicht gerade. Also, ja, stimmt. Aber wie gesagt, man musste da mehr tun. Also meine Nachfolger haben auch sehr wenig Budget gehabt, also hat sich das nicht so machen lassen. Und mir war klar, dass wenn man Nachfolger macht, dass man da auf einer ganz modernen S-Klasse aufbauen muss.
Schon allein der Architektur der Elektronik wegen. Denn sehr bald hat sich gezeigt, dass wir natürlich in dem Maybach, was ich gemacht habe, gewisse Systeme, die, jetzt sagen wir mal, in Richtung autonomes Fahren, die Elektrik, die auch in Richtung Vierradantrieb gehen. Heute gibt es ja einen Vierradantrieb auch dafür, dass wir das nicht realisieren können auf der Basis. Und dass, wenn wir da reinsteigen wollen, das so teuer ist, dass wir das von einem Maybach allein nicht machen kann. Und dass man deswegen erst das wieder aufgreifen kann, wenn man eine Basis einer neuen S-Klasse hat. Und so ist es heute. Und das ist ja auch erfolgreich. So, zwischenzeitlich hat man natürlich dann das Rad ein bisschen zurückgedreht. Das ist wieder ein Mercedes mit Stern vorne drauf. Aber seitlich steht Maybach dran. Das heißt, der Typ heißt Maybach. Ja, nicht alle Kunden haben das gut gefunden. Ich habe Fotos von Fahrzeugen, das hat meine Tochter aufgenommen. Da steht ein neuer in Mailand an der Straße und hat vorne das Maybach-Emblem drauf. Ja, kann man ganz leicht austauschen. Ja, klar, kein Problem. Also die Kunden gibt's auch. Ja. Wie viel es davon gibt, weiß ich nicht. Aber wie auch immer, also ich bin ganz happy, dass der Weg gefunden worden ist, heute auf der Basis S-Klasse das Ding weiterzuführen. Und wenn ich heute die Luxusstrategie mir angucke, dann sehe ich natürlich, dass das schon nachhaltig ist, weil Luxus, wenn man in andere Branchen guckt, dann sieht man schon, dass Luxus eigentlich immer geht. Also insofern hoffe ich, dass auch Mercedes hier auf dem richtigen Pferd sitzt. Bisher sieht es ja auch so aus. Und sie machen ja auch Verschiedenes, was wir damals initiiert haben, also die gute Betreuung im Service des Kunden. Die Kunden haben andere Ansprüche und die muss man besonders betreuen. Und dann haben sie eins richtig gemacht, was wir damals schon vorgeschlagen hatten, aber was man nicht realisieren konnte. Ich hatte damals schon die Idee, man muss den Maybach zu AMG geben. Gleiche Klientel. Man muss ja an die Kunden rankommen. Ja. Das ist zwar zwei Welten, die eine ist die sportliche Seite und die andere ist die komfortable Seite. Aber es ist die Klientel, die so viel Geld für so ein Auto ausgibt. Ja. Ein AMG ist ja auch nicht ganz billig. Ja. So. Und dass sie die jetzt auch elektrisch machen, okay, muss man in der Zeit machen. Elektrisch fährt sich wunderschön. Man muss nur gucken, und die Leute haben natürlich auch das Problem, das ich beim Elektrikfahrzeug sehe, das ist das Warten an der Ladestation. Das ist für mich nicht die Reichweite, sondern das Warten an der Ladestation. Wenn ich über Land fahre und selbst wenn ich sie vorbestellt habe, mir dauert das zu lang. Ich kann nicht warten. Ja. Im Alter können Sie nicht mehr warten. Ihre Sanduhr tickt. Ja. Nein, also, das Spaß beiseite. Also, ich kann schlecht warten. Also das ist das, was mich am meisten stört. Und ich höre auch von vielen Leuten, dass sie auch da das Problem sehen. Ich behelfe mir natürlich im Moment wunderschön mit meiner Ladestation in meiner Garage. Ich habe da 22 kW installiert. Okay. Also gut, da geht das relativ fix. Ne? Ja. Wenn ich mehr gekriegt hätte vom Energieversorger, hätte ich auch mehr gemacht. Ich habe auch eine Solaranlage. Okay. Und die läuft jetzt noch 3 Jahre, dann ist die Förderung aus, dann werde ich sie modernisieren und ich werde mir ausreichend Speicher in den Keller legen, damit ich mein Elektrofahrzeug aus dem Speicher in kurzer Zeit laden kann. Ja, das gibt dann auch eine Schnellladestation. Ja, genau, so ganz gehen. Ja, die Überlegungen habe ich schon. Ich hoffe, dass mir noch genügend Lebenszeit bleibt, das zu realisieren. Also, wenn man Ihnen zuhört, gehe ich davon aus, dass Sie das ja, ich trainiere das schon, ich informiere immer schon meine jüngere Tochter, die auch technikaffin ist, die ist zwar Apothekerin, aber sehr technikaffin, die kriegt alles von mir gesagt, was ich dann mal irgendwas tun muss. Naja. Und Sie kriegen von ihr als Apothekerin gesagt, was Sie einnehmen müssen, damit Sie es selber noch machen können. Natürlich, die guckt, dass meine Gesundheit in Ordnung bleibt. Ja, das ist gut. Also das ist schon ein gutes Team zu sein. Nein, also insofern bin ich ganz happy, dass also der Maybach jetzt doch zu dem Erfolg geführt wird. Und ich war neulich in Sindelfingen, da haben wir die Produktion angeguckt. Da war jedes 6. Auto ein Maybach. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass man die oft, also relativ oft fahren sieht. Die gehen alle nach China. Ja. Und viele Kunden in China haben mir sagen lassen, wenn die ihr erstes Auto ordern, dann ist es entweder eine S-Klasse oder auch vielleicht schon ein Maybach. Also wir hatten ja Kundenbefragungen gehabt und ich war also da auch natürlich in asiatischen Ländern, also eine Begebenheit in Hongkong. Ein Immobilienhändler, der hat sich die Autos angeguckt und hat dann so eine Art Vorvertrag mit uns unterschrieben. Dann habe ich gefragt, ja, zu was braucht das dieses Maybach? Was macht er mit Ihnen? Ja, er braucht einen für sich, damit er nach Mainland China mit dem Maybach fahren kann, dort wo er seine Geschäfte macht. Und den zweiten braucht er für seinen Sohn, damit er adäquat in die Schule gefahren werden kann. Ja, ist mir recht so.
So ist das. Ne? Und ein anderer, der brauchte für seine Freundin ein, das ist auch gut. Ja, also es waren ganz exklusive Dinge da. Ne? Aber ist es nicht manchmal auch, was so Sonderwünsche anbelangt, dass man da denkt, mein Gott, sag mal, was ist denn bei euch? Ja gut, also Sonderwünsche das haben wir natürlich eingerichtet, dass man jeden Sonderwunsch erfüllen kann. Den einen hatte ich halt in Neubauern schon gesagt, das war der Kunde, der einen alten Maybach hatte. Der hatte einen alten Maybach, also einen historischen Maybach, SW 38. Das Fahrzeug lief, glaube ich, in der Schweiz, aber der Kunde kommt aus den USA. Er wollte genau die gleiche, es war ein zweifarbiges Auto, die gleiche Farbe haben, auch zweifarbig. Unten, das war ein hellblau und beige. Und genau die gleiche Polsterung, auch in der Farbe. Und er wollte die gleiche Fahrgestellnummer haben. Also das erste war natürlich kein Problem. Wir haben diesen SW 38 kommen lassen, haben die Farbspezialisten da dran gesetzt, das haben wir also fertig gekriegt. Aber die Fahrgestellnummer, das kann man ja nicht manipulieren, die kann man nicht festlegen. Also haben wir folgenden Dreh einfallen lassen. Wir legen also eine Karosserie auf, zum richtigen Zeitpunkt. Wir gucken ganz genau, wo die Fahrgestellnummer rein muss, also damit sie die kriegt in dem normalen Ablauf. Und dann nehmen wir das Fahrzeug wieder raus. Und es wird später wieder aufgesetzt, wenn es dann komplettiert wird. So haben wir es gemacht und so hat er seine Fahrgestellnummer gekriegt. Also wir haben eigentlich schon exklusive Kundenwünsche erfüllt. Dann einen zweiten gab's, der wollte sehr viel Brillanten im Auto innen drin haben, der hat er natürlich auch gekriegt. Also wir haben da sehr viel auch mit Pforzheim, mit der Firma Wellendorf zusammengearbeitet, um alle die Wünsche zu erfüllen. Also das Auto war im Atelier teuer, als ist mir erzählt worden, als das Auto Basis gekostet hat. Ja, gut, wenn es einer haben will. Und dann gab es noch die Fulda Reifenwerke, die ja mit dem historischen Maybach damals Hochgeschwindigkeitsversuche auf deutschen Autobahnen gemacht haben in den 30er Jahren, um Reifen zu entwickeln. Also Prüfstände, die das konnten, die gab es damals noch nicht. Also sie wollten auch einen Maybach wieder haben, mit dem man Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Bedingung war, der muss 350 Kilometer schnell sein. Also haben wir das war aber nach meiner Zeit, da war ich nicht mehr daran beteiligt, muss ich sagen, aber ich habe es natürlich mitverfolgt, den Excelero gebaut. Dieses ein einziges Fahrzeug, das tatsächlich dann in Nardo 352 schnell war, ist zweimal gefahren worden, einmal von meinem Versuchsingenieur, dem Herrn Jürgen Weisinger, und das andere, das war ein Rennfahrer, den Klaus Ludwig. Klaus Ludwig. Also der hat das gemacht und es hat tatsächlich funktioniert. Und das Auto gibt es noch. Also der gehört dem Friedhelm Loh, dem Sammler. Sagt Ihnen der was? Ja, also ich habe eine Information gefunden, dass er einer Schaugröße in den USA gehört. Nee, Friedhelm Loh. Und das Auto ist ja durch viele Hände gegangen. Ja, genau. Ich glaube, der hat mal Jay Leno tatsächlich gehört. Meinen Sie den? Ja. Ja. Meine Information ist schon ein halbes, dreiviertel Jahr alt, habe ich das zufälligerweise mal irgendwo gesehen. Der ist wirklich durch viele Hände gegangen, ja, das stimmt. Das war eine tolle Idee, aber also besonders schön fand ich ihn nicht. Da haben wir Kundenwunsch erfüllt. Ja, das stimmt. Der Maybach, sollte der optisch möglichst nah so ein bisschen am Mercedes-Design sein oder an der S-Klasse, oder haben wir überlegt, ein ganz eigenständiges Auto zu haben? Also nein, er sollte eigentlich schon Mercedes nah, man sollte erkennen, dass es Mercedes ist. Das geht schon daraus hervor, dass er ursprünglich ein Mercedes-Benz mit dem Namen Maybach sein sollte. Und damit war im Design eigentlich die Weichenstellung schon gestellt. Was wir hinterher verändern konnten, da konnte man keine ganz eigenständige Dinge mehr machen. Also es gab in der Anfangszeit Stilistikstudien, die anders aussahen. Also ich war da mal mit dabei, als die präsentiert wurden von den Designbüros in Japan und auch in Kalifornien. Das war irgendwo in Turin mal, irgendein Hotel und hat sich der Vorstand angeguckt, und ich war wegen einer anderen Geschichte, da war ich noch gar nicht mit dem Maybach befasst. Ich war eigentlich wegen dem SLK mit dabei. Der ist auch in Italien da vorgeführt worden, da ging es um die Pressevorführung, war ich zufälligerweise mit dabei und habe mir das angeguckt und habe gedacht, naja, also so schön ist das jetzt auch wieder nicht. Was hinterher rausgekommen ist, war was ganz anderes. Ja, okay. Aber ich bin erst später dazugekommen, nachdem die Entscheidung gefällt war, wir bauen das Fahrzeug. Also das Design war festgelegt? Das Design war in der Basis festgelegt. Ich meine, wir haben dann natürlich verschiedene Dinge an dem Kühlergrill noch abgeändert, wir haben verschiedene Dinge anders gemacht, auch im Atelier, als es dann echt eine eigene Marke sein sollte. Da haben wir schon was gemacht, aber die Basis konnte man nicht mehr verändern. Okay, alles klar. Also Maße und so. Sind Sie mal die Konkurrenzprodukte dann gefahren? Also Rolls-Royce, Bentley, ja, die ganzen Autos? Natürlich. Ja. Also klar, wir haben das natürlich schon angeguckt, aber am Schluss
gab es folgende Begebenheit. Also zu der Zeit hat ja BMW dann den Rolls-Royce vorgestellt. Und wir waren natürlich mit BMW, auch der damalige Entwicklungschef, Dr. Schöpf, war mit dem Entwicklungschef von BMW gut bekannt. Und es gab eine Vereinbarung, dass wir vor der Serieneinführung uns auf der Schwäbischen Alb treffen, die mit dem BMW, mit dem Rolls-Royce und wir mit dem Maybach. Und wir tauschen dann einen Nachmittag die Fahrzeuge und setzen uns dann abends mal im Wirtshaus zusammen. Das haben wir gemacht. Und da haben wir also dann wirklich in aller Freundschaft das Ding, ich meine, das war ja fertig. Also zu dem Zeitpunkt konnte man das machen, haben wir also uns ausgetauscht. Und haben Sie gedacht, Mensch, der Rolls-Royce ist besser oder schlechter oder das gefällt mir gut und so, oder? War eine ganz andere Zielsetzung. Ja. Also es waren zwei grundverschiedene Autos in ihrer Zielsetzung, sodass wir einander uns da nicht wehgetan haben. Ich meine, natürlich hat der BMW oder der Rolls-Royce ein paar Sachen gehabt, die ich ganz clever fand. Das waren in der Regel Details. Also zum Beispiel, dass er den Regenschirm in der Fahrertür drin hatte. Ja. Das ist ein Gag. Ja. Den fand ich gut. Dass die Türen andersrum aufgehen, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Also ich habe für den 26er Türen gemacht, die sehr groß waren, die, wenn man sie offen hat, nicht mehr anfassen konnte, um sie zuzuziehen. Braucht man normalerweise, da hat man jemand das gemacht. Aber es gab einen Schalter, und zwar der war oben, da wo der Haltegriff ist. Da war der Schalter, um die Tür einfahren zu lassen. Ich habe das ganz bewusst so gemacht, den Schalter nicht hier. Wenn er hier wäre, kann ich mit der Hand da draußen sein, kann die Hand einklemmen. Ja, okay. Und ich habe den da oben hingelegt, damit ich mit der Hand da oben sein muss und nicht in der Tür drin sein kann. Okay. Ja? Diese Dinge, also man steigt ja in so ein Fahrzeug anders rein. Also da steigt man eigentlich ein, wie man in alte Maybachs eingestiegen ist. Man geht rein, dreht sich rum und setzt sich hin. Wenn wir in ein Auto einsteigen, dann kommen wir also von der linken Seite mit dem rechten Fuß zuerst, gehen wir rein und dann kommt das Gesäß rein und dann sitzen wir hin. Ja. Nein, also da geht man ins Auto rein. Das stimmt, das Dach ist hoch. Ich habe ja 10 Jahre lang Vorlesungen an der Universität hier in Stuttgart gehalten über Gesamtfahrzeuge, wie kommt man zum Maßgesetz und diese Dinge. Und da gab es auch 2 Bilder. Eins war ein Auto aus den 30er Jahren, eine Limousine, also relativ hoch. Und da geht einer rein und setzt sich hin. Und dann ein modernes Auto, wo man also, so wie wir einsteigen heute, in den Sportwagen einsteigen. Ist mir auch aufgefallen. Also kann ich jetzt sagen, ich war auf der Retro Classic jetzt hier in Stuttgart und da hat ein Händler für so High-End-Gebrauchtwagen hatte 2 Maybach stehen. Und da bin ich hin und habe gesagt, hallo, ich kann mir keinen leisten, ich will mir keinen kaufen, aber ich treffe Sie, der den Wagen entwickelt hat, euch den mal genau angucken darf. Und da habe ich also wirklich bestimmt eine halbe Stunde jeden Knopf einmal angespielt und alles angeguckt. Und war tatsächlich fasziniert von den ganzen Fächern, dass alles abgepolstert ist, dass da kein harter... Also ich bin oft gefragt worden, was habt ihr denn von den Historien Maybachs übernommen? Da sage ich eigentlich technisch relativ wenig, aber eins: perfekte Qualität, hohen Luxus und Perfektion. Und das haben wir übernommen. Und das habe ich auch meinen Mitarbeitern als Ziel vorgegeben, ne? Dass das gilt. Ich meine, es gibt ein paar Gags, also wenn Sie den Maybach angeguckt haben, dann Scheinwerfer angeguckt haben, da ist doch das Maybach-Emblem. Ja. Das habe ich bei meinem Maybach Zeppelin gesehen. Also als wir das Ding angefangen haben wir vom Maybach Club 2 Autos, das eine vom Präsidenten damals, ein Maybach Zeppelin kommen lassen und von einem anderen Kunden ein SW38, und die haben wir natürlich in die Designhalle gestellt. Okay. Und da durften meine Mitarbeiter diese alten Autos natürlich studieren. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass tatsächlich in der Schweiz ein historischer Maybach käuflich war. Die MTU in Friedrichshafen, der Dr. Hansen, der hatte damals die Möglichkeit, dieses Auto zu erwerben, hat aber dann mit dem Herrn Huppert gesprochen und gesagt, es ist eigentlich viel besser, ihr nehmt das Auto und dann habt ihr einen historischen Maybach, den ihr als Aufreißer bei allen Präsentationen haben könnt und sowas gemacht. Und so ist dieser Zeppelin, der heute im Museum in der Remise irgendwo steht, ein wunderschönes Auto, ist da, was man benutzen kann.
hoffe bloß, dass die heutigen Herren das auch häufiger wieder benutzen. Also zu meiner Zeit ist man bei allen Veranstaltungen dort gewesen und ich hatte das Glück, dass ich einige tausend Kilometer mit diesem Auto fahren durfte. Mit dem alten? Mit dem alten. Okay. Ein größeres Vergnügen, kann ich Ihnen sagen, gibt es nicht. Das ist körperliche Arbeit. Ja. Da muss man sehr aufpassen, weil die Bremswege natürlich schrecklich lang sind. Ja. Aber das waren Sie ja gewohnt von Ihrer Scheune damals. Ja, natürlich. Ich hatte da kein Problem. Also, aber das war mir ein großes Vergnügen, das bei diesen Veranstaltungen machen zu dürfen. Und das ist ja von der Technik her, so ein Fahrzeugbaujahr 1930, 12 Zylinder Motor, 200 PS, 200 Kilometer schnell. So schnell bin ich mit dem nie gefahren natürlich. Faszinierend, was man damals gemacht hat, oder? Ja, haben wir gemacht. Und Lenkung, wenn Sie da einen Nachmittag im Schwarzwald gefahren sind, dann wussten Sie, was Sie getan haben. Ja. Weil keine Servolenkung, so ist da nicht drin. Ja. Ja. Aber schon ein halbautomatisches Getriebe, was Sie vom Lenkrad aus schalten konnten. Ja. Sie mussten nur einen Schalter am Lenkrad umlegen und dann vom Gas weggehen, beim Hochschalten und beim Zurückschalten ein bisschen Gas geben und dann macht's klack, dann ist er drin. Nein, also die Technik war schon sehr fortschrittlich und das war uns natürlich ein Ansporn, fortschrittliche Technik, hohe Qualität und Perfektion zu machen. Also das war das, was wir eigentlich als Ansporn mitgenommen haben aus der Historie heraus. Und man müsste ja technisch so ein bisschen wegbereiter sein eigentlich oder mit dem Maybach vielleicht noch weiter voraus sein als mit der S-Klasse? Das war der Anspruch nicht, weil es war uns immer klar, dass die S-Klasse der Führer in der Technik sein muss und der Maybach auf einem anderen Gleis den Komfort und den Luxus darstellt. Aber mit der gleichen Technik. Also da darf kein Unterschied in der Technik sein. Das haben wir auch weitgehend einhalten können. Das ist aber zunehmend schwierig geworden mit Zunahme der elektronischen Systeme, die einfach, wenn die Architektur nicht passt, viel zu viel Adaptionsaufwand braucht. Und das ist jetzt heute gelöst, weil man die modernste Elektronik der S-Klasse natürlich als Basis hat, da kann man alles draufsetzen. Und das müsst ihr auch so beibehalten, sonst geht das nämlich nicht. Ja. Sie haben gar nicht die Elektronikarchitektur, also Fahrwerk, sagt man ja immer W140, haben wir jetzt ja schon drüber gesprochen, also das ist nur das Grundkonzept. Die Elektronikarchitektur, aber nicht vom B220, von Nein, der S-Klasse? Wir hatten damals den 211 genommen, weil das die modernste war. Die E-Klasse? Die E-Klasse. Ja, okay. Da passten das Navigationssystem, da passte das ESP dazu, da passten alle diese Dinge passten da dazu. Die konnte man da entsprechend adaptieren und integrieren. Wie fand Ihre Frau den Wagen, als Sie ihr den mal vorgeführt haben? Den Maybach? Ja. Große Klasse. Hat sie da auch irgendwas zu kritisieren gehabt oder war es dann vom Sitzkomfort richtig? Nein, die ist ja viel, wenn es die Prototypen gab, habe ich oft einen abends mit nach Hause genommen. Das sollten auch meine Mitarbeiter machen. Ich habe immer gesagt, ihr müsst fahren. Ja. Und Wochenende habe ich den natürlich auch gehabt. Also die hat schon immer genau geguckt und was wir denn so machen und auch die andere Meinung dazu geäußert, ob das gut ist. Vor allem in der Bedienung. Ne? Da sind Frauen schon anders wie Männer. Absolut. Und Komfort war natürlich schon ganz wichtig. Ne? Aber es ist wirklich ein faszinierendes Auto. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen also Eckdaten. Also der Wagen hat 390.000 € gekostet. Ja. Das muss man sagen, dafür gibt es ja auch ein bisschen was. Oder muss es auch ein bisschen was geben. Nun ist ja bei Luxus ist ja auch immer fantastische Marge eigentlich. Ja. Also da lacht doch das Ingenieursherz auch noch oder das Kaufmannsherz, wenn man sieht, was man da auf einmal für die Teppiche, was man da draufschlagen kann, ne? Oder wie man das gut, also, das war der Basispreis. Da hat man natürlich mit Sonderwünschen eine ganze Menge machen können. Ja. Es gab um die 50 verschiedene Lackierungen daraus. Der Kunde konnte im Center of Excellence natürlich seine Ausstattung wählen. Also wir haben praktisch jeden Kundenwunsch, der kam, haben wir auch erfüllt. Das kostet natürlich alles was. Aber es gibt zufriedene Kunden. Also ich habe in der ersten Zeit öfters von Kunden Anrufe bekommen, die sich sehr angetan gezeigt haben für dieses Auto. Und wie gesagt, einen habe ich Ihnen ja erklärt, der Kunde in den USA, der 2 hat und die nur bei gutem Wetter fährt und sie heiß und innig liebt und immer noch den Kontakt zu mir hält. Und das finde ich große Klasse. Aber ich meine, bei der relativ kleinen Stückzahl konnten Sie natürlich viele Kunden kennenlernen persönlich. Ja. Wer war eigentlich so der Kunde, den Sie im Auge hatten, den Sie ansprechen wollten? Waren das eher die Filmstars oder die Technikmillionäre oder Milliardäre? Also wir hatten keine bestimmte Gruppe von Kunden, sondern es waren einfach Leute, die tatsächlich für Luxus Geld ausgeben. Das waren Yachtbesitzer
Mit denen haben wir sehr viel rumgemacht, weil da konnten wir sehen, was die unter Luxus verstehen. Also wir sind deswegen jedes Jahr nach Monte Carlo zu diesem großen Bootsevent gegangen. Und da gab es natürlich schon Kunden, die, so eine Yacht für viele Millionen gebaut hatten. Also denen ging es eigentlich, einigen davon, nicht unbedingt um die Yacht zu besitzen, sondern interessant war, sie zu planen, zu bauen, sie prämieren zu lassen und dann zu verkaufen. Also vor allem einen Preis zu kriegen, prämieren, das war ganz wichtig. Das war für die ein gewisser Wettbewerb. Ja. Und ich meine, wir sind dann auch auf die Yachten zu denen eingeladen worden und durften uns das angucken. Da gingen uns die Augen über, was dort Luxus ist. Und ich meine, das waren häufig Amerikaner. Da habe ich mal einen gefragt, ja, sind Sie mit der Yacht über den Atlantik rübergefahren? Da sagte er, nein, die kommt ins Trockendock, und das Trockendock schwimmt drüber. Das Ding ist viel zu schade, um über den Atlantik zu gehen. Ja. Bei den Leuten spielt dann Geld keine Rolle. Ne? Ja. Und dann haben die im Mittelmeer den ganzen Sommer ihre Crew da drauf und schicken ihre Geschäftsfreunde, die dann einen Mittelmeertrip machen dürfen. Die kommen im Flugzeug rüber und so wird die Yacht eingesetzt. Ja, auch das nächste Thema Privatjet wird ja genauso. Ja, natürlich, wie auch immer. Das ist eine ganz andere Welt. Ja. Und wir müssen natürlich, wir gucken einfach ein bisschen, was können wir an Luxus ins Auto reinbringen. Und ganz wichtige Geschichte war uns natürlich der Fond. Weil die Leute haben ja häufig auch einen Chauffeur. Also der 57er, da waren wir der Meinung, der muss noch gut selber zu fahren sein. Aber den 62er, da muss man hinten gut sitzen. Deswegen den Liegesitz. Und dieser Liegesitz, da haben wir uns orientiert an der damaligen ersten Klasse des Flugzeugs. Also ich bin ja viel unterwegs gewesen und wir durften damals auch erste Klasse fliegen. Und da bin ich oft mit dem Meterstab und dem Maßband dort gewesen und habe also die Sitze vermessen. Der Stewardess hat gefragt, was soll ich? Ja, wir bauen ein Auto, wo wir ähnliche Sitze drin haben. Und dann haben wir auch festgestellt, dass diese Sitzposition von den Astronauten als diejenige gefunden wurde, die am meisten Relaxing bietet. Ja, okay, also dieses, dass die Beine leicht angewinkelt sind. Ja, und so. Und die haben wir natürlich genau übernommen. Und mit dem haben wir auch geworben nachher. Ja. Ist auch faszinierend. Also ich habe das, wie gesagt, auch ausprobiert, dann fahren da so Fußstützen raus und heben einen hoch. Natürlich. Also da bin ich immer noch der Meinung, dass dieser Sitz besser ist, wie den sie heute anbieten. Einfach weil er eine bessere Fußstütze bietet, aber das Auto ist auch länger. Man konnte mehr machen da drin. Ja, stimmt, ist kürzer geworden. Also übrigens die 57 steht für 5,70 Meter, der kurze in Anführungszeichen, und der lange 62, 6,20 Meter. In den kurzen, da kannte man, wir haben in einem Fall auch diesen Liegesitz in den kurzen eingebaut, haben aber den vorderen Sitz ausgebaut dafür. Der Kunde wollte das so. Wollte ein kurzes Auto. Der wollte das so, ne? Das war sein Wunsch, also entsprechend erfüllt. Aber ansonsten war der Liegesitz natürlich für das lange Fahrzeug gedacht und daraus ist auch die Länge entstanden. Wenn man das heute sieht, was man natürlich dann noch an Entertainment zusätzlich hat, ja, das ist natürlich. Ich meine, wir haben damals natürlich alles schon, was möglich war, eingebaut. Also selbstverständlich gab es eine Business-Ausstattung, wo sie WLAN und sowas hatten, ganz anders wie die Technik heute ist. Aber das gab's alles. Dann war auch die große Frage, wo macht man die Bildschirme hin? Haben wir uns lange überlegt, wo wir die hinmachen. Also sie sind ja dann in die Lehne reingemacht worden. Und jetzt ist ja auch weiter oben. Und da war das Problem, dass den Leuten sehr schnell schlecht geworden ist, wenn sie nämlich den Bildschirm und gleichzeitig nach draußen gucken konnten. Haben sie eine Landschaft, die vorbeifährt, und den Bildschirm, der sich bewegt. Und diese beiden Bilder muss das Gehirn verarbeiten. Und da haben wir festgestellt, wenn man den etwas tiefer setzt, ist das Problem geringer. Dann ein anderes Problem war, wenn man die Liegeposition hat, Kopfstützen. Die dürfen keinerlei Vibrationen übertragen. Das war auch nicht ganz einfach. Dann haben wir rausgefilmt, wenn wir die mit Daumen füttern, dann das Kissen, was drüber ist, dann ist es weg. Ja, was man da alles achten muss. Oder? Ja, natürlich. Und hat man auch Crashtests gemacht mit Liegepositionen hinten oder so? Ja, aber selbstverständlich. Also wir hatten natürlich eine ganze Menge Crashtests, aber wir hatten sehr viel vorausberechnet. Also wir konnten damals schon eigentlich jedes Bauteil, was im Fahrzeug war, berechnet, wie sich im Crashtest verhält und wie sich verformt. Aber wir haben dann Bestätigungscrashtests gemacht, ausreichend und selbstverständlich intensiv, wie der Passagier in der Liegeposition, dass der gesichert ist. Das ist gewährleistet. Haben viel Gehirnschmalz reingesteckt. Ich meine, wir hatten ja auch gute Experten aus der Unfallforschung und bei den Crashtests. Das war so ein Team, was mir jetzt temporär zugearbeitet hat.
die habe ich nicht direkt in meinem Team gehabt. Okay. Und was ich auch faszinierend fand, war der Dachhimmel, Ja, wo sie Flüssigkristalle drin haben, die sie transparent und intransparent schalten können. Ja. Naja, also solche Gags haben wir da schon uns überlegt, was man da reinmachen kann. Ja. Dann gibt es ein Fahrzeug mit Trennwand, da ist es genauso, Sie können die Trennwand dicht machen. Sie haben eine Sprechverbindung vom Fahrer nach hinten und von hinten nach vorne. Und die Zusatzinstrumente oben, was ich auch natürlich. Das war auch so ein Kick. Ja, er sollte also die Uhrzeit wissen. Uhrzeit ist was Wichtiges und er sollte auch wissen, wie schnell sein Fahrer da vorne den Chef fährt. Ne? Ja, der muss ja Einspruch erheben können, wenn es ihm zu schnell ist. Ja, das stimmt. Und da muss man auch wissen, wie die Temperatur ist. Ne? Deswegen haben wir da oben die schönen Instrumente. Also das sind so Dinge, die einfach Exklusivität steigern, wenn das sonst keiner hat. Haben Sie sich eigentlich sehr stark an der Mercedes S-Klasse orientiert, was die Materialien anbelangt? Oder haben Sie gesagt, wir müssen da überall noch eine Schippe drauflegen, wir müssen noch besseres Leder finden, noch besseres Holz? Also bei vielen Dingen haben wir tatsächlich das noch gesteigert. Von den Materialien her haben wir das Beste genommen, was geht. Insbesondere beim Leder. Das durfte keinerlei Fehler haben. Also das ist immer sehr ausgesucht worden. Da haben wir schon das Beste genommen, was geht. Und Teppiche, das ist ja auch alles noch ein anderes Niveau. Ja, ich hatte Ihnen ja gesagt, also der Kofferraumauskleidung, die hatte ich vom S-Klasse Coupé genommen. Das war dem Vorstand nicht gut genug, da habe ich da was Besseres nehmen dürfen. Kann man sagen, wie viel Geld Sie zur Verfügung hatten für die Entwicklung? Also wenn ich den Motor mal auslasse, dann weiß ich es nicht. Also es war ein dreistelliger Millionenbetrag in der oberen Hälfte. Ja, schon ein bisschen was. Und ja, also Größenordnung. Ich habe schon genau gewusst, was wir hatten. Also ich habe einmal ein bisschen Erhöhung des Budgets gebeten, weil man gesehen hat, dass das nicht ganz reicht, aber das ist mir dann auch nach einigen Diskussionen genehmigt worden. Aber im Großen und Ganzen, also wir haben den Termin eigentlich gut eingehalten und sind mit dem Auto, meine ich, ganz ordentlich herausgekommen, auch was das Geld anbetrifft. Es gab andere Autos, die nicht so gut aussahen. Ja, gerade in dem Bereich. Ne? Aber gut, es war nicht geplant, dass es Geld verdient. Nein, also Geld verdienen war mit dem Auto nicht geplant, sondern es war das Besetzen im Luxussegment des Nonplusultra. Also wir wollten das Feld nicht nur dem Rolls-Royce und dem Bentley überlassen. Der Rolls-Royce hat gute Stückzahlen gehabt, der ist natürlich als Name eingeführt. Das war natürlich ein gewisses Handicap. Der Maybach-Name war eigentlich nur noch in der Yachtszene bekannt, weil die Maybach Motoren hatten. Und bei einem Club von Oldtimer-Enthusiasten, also ein Maybach-Club, es gibt insbesondere heute noch etwa 1800 alte historische Maybachs. Und etwa 30 davon sind in Deutschland. Es gibt einen Maybach-Club hier, der jedes Jahr sein Jahrentreffen hat mit einer kleinen Ausfahrt. Dort ist Mitglied automatisch, wer ein solches Fahrzeug besitzt, wer der Familie Maybach angehört. Und mich hat man dazu genommen, weil ich einen Maybach entwickelt habe. Ich bin Ehrenmitglied dort geworden. Also wenn da jemand reingehört in die Reihe, dann sind Sie. Ja, okay. Ich habe das auch genossen. Das sind sehr nette Leute dort. Ja, das glaube ich. Ganz besonderes Klientel, gerade wenn man so historisch Autos weiter bedient und fährt. Und waren die zufrieden mit Ihrem neuen Maybach? Ja. Wahrscheinlich haben die sich auch hingestellt. Ja, ich meine, wichtig war natürlich auch Soundanlage. Da haben wir auch im Maybach-Club einen Spezialisten gehabt, der früher Entwicklungschef und Chef von Saba war. Und dem haben wir dann mal gesagt, wie er das Soundsystem findet. Das war eine große Klasse. Ich hatte das Soundsystem ja von Bose in den USA. Und den Herrn Bose kannte ich persönlich sehr gut. Okay. Und dann habe ich gesagt, Herr Bose, ich brauche ein System, was zu diesem Zeitpunkt keiner toppen kann. Das war die Vorgabe. Ja. Hat er mir gemacht. Das gilt natürlich heute nicht mehr. Heute gibt es natürlich Systeme, die tatsächlich ein ganzes Stück weiter sind. Ja gut, heute macht man Mercedes ja Burmeister. Ne? Aber zur Zeit der Einführung hat es gestimmt. Okay. Ja, faszinierend. Also das ist wirklich ein Auto, was einen ganz besonderen Reiz ausstrahlt, finde ich. Das, wenn man da Also jetzt komme ich nochmal zurück auf den Bose. Ich war ja auch lange Zeit für Fahrwerk zuständig. Und Bose hatte ein System entwickelt, ein Federungssystem mit elektrischen Aktuatoren. Ja. Also es waren Linearmotoren. Und die konnte man elektrisch ansteuern. Und da hat er ein Federungssystem entwickelt, das Nonplusultra des Komfort darstellt. Sie konnten also, wenn Sie eine Bodenwelle erkannt haben, konnten Sie die Räder anheben. Dann sind die praktisch über die Bodenwelle drüber und hinterher haben sie draufgesetzt. Okay. Das System war natürlich zunächst mal sehr teuer, weil man brauchte viel Elektrik dazu. Die Stromversorgung war
in der Art und Weise gelöst, dass er aus den Federungsbewegungen auch elektrische Energie zurückgewonnen hat und in Kondensatoren gespeichert hat. Also nicht in einem Akku, sondern in Kondensatoren. Also ganz modern. Ich wollte immer mit dem das beim Daimler weiterentwickeln. Dazu war aber der Herr Bose nicht bereit. Er war in manchen Dingen sehr kritisch, was die Zusammenarbeit mit anderen Firmen. Okay. Also er hat gesagt, mit Ihnen, Herr Gauss, würde ich das ja machen. Aber Sie sind ja schon nicht mehr der Jüngste. Er war auch nicht der Jüngste mehr, er war älter wie ich. Aber ich weiß ja nicht, was Ihre Nachfolger tun. Und ich meine, im Radiogeschäft, er war ja im Radiogeschäft und hat dann natürlich seine Erfahrung gemacht mit Automobilkunden. Ja. Und offensichtlich nicht immer so positiv. Also ich habe ihn nicht bewegen können, dass er diese Geschichte tatsächlich mit uns zusammen macht. Er hat dann mal einen Prototyp gebaut mit einem amerikanischen Automobilhersteller, aber Bose ist dann irgendwann gestorben und hat das nicht realisiert. Okay. Also ich denke immer, das ist so eine Idee von mir, das müsste man aufgreifen, wenn man jetzt Elektrofahrzeuge hat, dann bietet sich eigentlich sowas an. Also der Fahrkomfort war enorm von dem Ding. Ja, das glaube ich. Aber hat Mercedes das jetzt nicht mit diesem Magic Ride Fahrwerk? Also auch ein Fahrwerk, was... Ja, die haben es auf hydraulischer Basis haben die sowas gemacht. Ja. Mit der Elektrik können sie natürlich viel höhere Frequenzen beherrschen. Also sie können sehr viel schneller darauf reagieren. Also der konnte damals schon 25 bis 30 Hertz. Und die Hydraulik, die ist irgendwo unter 10. Ne? Ja, okay. Also ist so eine Idee. Ich habe es jetzt nicht mehr weiter verfolgt, weil Bose ist zwischenzeitlich gestorben. Der hatte auch eine andere ganz tolle Geschichte, die man mal vorgeführt hat. Sie erinnern sich vielleicht, es gab mal das Problem im Parlament, als sie in dem Wasserwerk in Bonn waren, dass die Akustik dieses Hauses katastrophal war. Als das Parlament dort war, war also die Akustik unmöglich. Der Bose hat damals ein System entwickelt, wo man in jedem Konzerthaus auf jedem Platz das simulieren konnte, wie die Akustik ist. Also man hatte das Konzerthaus digital nachgebildet und konnte dann sich auf den Platz setzen, mit Kopfhörern hören, wie die Akustik ist. Das hat er an realen Konzerthäusern weltweit realisiert, beziehungsweise nachgeprüft, ob das auch stimmt, und dann mir das mal vorgeführt. Das war eine große Klasse, was der konnte. Also der Ingenieur, der das gemacht hat, den gibt's noch. Der ist, glaube ich, heute noch in der Firma tätig. Der Bose war Professor am MIT in Boston und konnte dort die besten Ingenieure raussuchen. Dort hat er gesagt immer, in meiner Firma arbeite ich 70%, 30% bin ich am MIT und da hole ich mir meine Leute. Also das war eine tolle Zusammenarbeit dort. Ja, aber das sind alles Dinge, die liegen weit in der Vergangenheit. Ja, aber trotzdem ist ja faszinierend, was davon geblieben ist. Also manchmal juckt's mich schon noch, da müsste ich jetzt 30 Jahre jünger sein, ich hätte schon noch mal eindenken. Das denke ich, ja. Auch den Mumm dazu, aber alles hat seine Zeit. Und heute beschäftige ich mich, das anzugucken, was andere machen, und habe auch meine Meinung dazu. Bin nach wie vor sehr technikaffin, suche das in meinem Fahrzeug einzubauen, was schön und teuer ist. Gut, ich meine, ich hatte das Glück, dass ich ja jedes Jahr ein neues Fahrzeug bekommen kann auf Leasingbasis, gebe wieder zurück, und wenn es einem nicht gefällt, dann nächstes Jahr ordert man anders. Ja. Das ist schon eine schöne Geschichte, da bleibt man schon mit dran. Aber in Maybach kaufen Sie nicht? Nein, nein, schauen Sie, also ich meine, ich war mit dem Maybach sehr verwöhnt. Und ich hatte nachher mich schwer getan, eigentlich ein Auto zu finden, das meine Ansprüche befriedigt. Einmal war die Fahrleistung des Maybach enorm. Ja. Also das Drehmoment, das Beschleunigungsvermögen, sie waren einfach immer King of the Road. Also wir haben uns mal eine Versuchsfahrt mit einem Porsche 911 angelegt. Also man hat kein Wettrennen gemacht, aber man fährt halt lange Zeit hintereinander her und dann sieht man schon, wer man davon fahren möchte. Also am Schluss hat der Porsche aufgegeben, weil es einfach für den zu wenig komfortabel war. Wir sind immer um die 250 herumgefahren, und das ist in einem Porsche über die Zeit dann doch etwas anstrengend. Ja. Im Maybach ging das mühelos. Ich habe lange gesucht, bis ich ein adäquates Fahrzeug gefunden habe, das mich von der Fahrleistung her befriedigt hat. Das habe ich zwischenzeitlich gefunden. Was war der Vorgänger, was ist jetzt? Das ist der 6-Zylinder Diesel in der E-Klasse. Okay. Mit 700 Newtonmeter, da sind Sie
zumindest auf der Landstraße, ging auf der Autobahn. Ich meine, in meinem Alter fährt man nicht mehr so oft 250, aber auch das ging natürlich gut. Und der hatte auch mit Luftfederung entsprechenden Komfort. Der Maybach hatte Luftfederung, oder? Doch, der hatte Luftfederung, die auch verstellbar war. Ja, okay. In der Dämpfung und auch in der Federrate. Da waren also 2 Behälter drin, die man zuschalten konnte. Und dann, da haben wir schon. Also, ja, schon alles gehabt, ja. Das Neue ist alles klar. Nee, ich war dann so geblendet von diesem 440-Ding, aber. Nein, das ist ja. Also ich sage, wir haben nur die Basis. Das Basiskonzept hinsichtlich der Aktienkonzeption mit den Fahrschemen. Das haben wir übernommen. Okay. Und ansonsten gab es eigentlich kein Teil, was original vom 140 übernommen hat. Es gab ein Teil vom 220. Das Lufteinlassgitter vorne in der Motorhaube für die Lufteinlass. Das war das einzige Originalteil, das gerade zufälligerweise gepasst hat. Okay. Und dann war natürlich auch noch vom 22 das Kombi-Instrument, weil das haben mir die Mittel nicht erlaubt, ein neues Kombi-Instrument zu entwickeln. Ja. Das haben wir in der Basis übernommen, aber abgewandelt und auf den 240 angepasst. Ja, okay. 240 ist das Kürzel für den Maybach. Das war der Kürzel für den Maybach, ja. Ja. Und dann, also ich sagte ja, als die ersten 100 draußen waren, dann sind Sie in Rente gegangen. Haben Sie Ihrer Frau den Gefallen doch nochmal getan? Ja, natürlich. Ich habe dann auch meine Universitätstätigkeit beendet, weil das hat mich dann nicht mehr befriedigt. Wenn man nicht mehr aktiv ist, konnte ich denen nicht mehr sozusagen aus erster Hand erklären, wie man Autos wirklich baut. Die Basis kriegen sie von ihren Universitätsprofessoren. Aber ich wollte denen natürlich erzählen, auf was kommt es an, wo muss man aufpassen. Ich habe denen natürlich erklärt, warum uns die A-Klasse umgefallen ist. Ja, da saßen sie so. Ja. Nein, also das hat mich dann nicht mehr befriedigt. Und dann wollte ich natürlich auch endlich die Dinge tun, die bei mir zu kurz gekommen sind. Also da stand natürlich Reisen ganz weit oben. Ich meine, ich war in meiner aktiven Tätigkeit natürlich fast überall, mit Ausnahme Australien. Aber was habe ich gesehen? Ich kannte die wichtigen Flughäfen, ich kannte die Firmen, ich kannte die Besprechungszimmer. Die Gewerbegebiete. Ja. Ganz selten irgendeine kulturelle Geschichte. Ja. Also in Japan war ich einmal in Nikon, ich war auch einmal in Nara, aber sonst war da nichts. Ich wollte natürlich mal nach Hiroshima, das wollte ich mal gesehen haben. Diese Dinge, die habe ich dann gemacht. Und als ich in Pension ging, habe ich mir den Rat von Bruno Sacco angenommen, geh ein halbes Jahr nicht mehr in die Firma, damit du Abstand gewinnst. Habe ich eingehalten. Das war's dran, ja. So habe ich beschäftigt mit einer Australienreise, die ich selber organisiert habe. Mit Mietwagen, übernachten nur an besonderen Plätzen und. Und ich habe mich beschäftigt mit der Rentabilität einer Apotheke. Meine Tochter wollte damals eine Apotheke kaufen. Ja. Und da habe ich mich intensiv mit beschäftigt. Da waren wir auch weit in Verhandlungen, haben sie Gott sei Dank im Nachhinein nicht gekauft. Sie leitet heute eine Apotheke. Sie ist ganz happy, dass sie das tun kann, Kunden beraten, aber nicht sich um die finanzielle Geschichte kümmern muss. Okay. Ich meine, wir hätten es wahrscheinlich gemacht, wenn sie eine Apotheker geheiratet hätte. Das hat sie aber nicht gemacht. Und für sie allein wäre es einfach zu viel gewesen. Ja. In der heutigen Zeit ist es furchtbar schwierig. Also Goldgruben sind das nicht mehr. Nee, das glaube ich. Also aber da habe ich mich intensiv mit beschäftigt und da war ich beschäftigt damit. Davon gehe ich aus. Also das ist noch kein Tag langweilig geworden. Hatten Sie alte Autos oder sowas noch? Nein, das habe ich nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin ein zu großer Perfektionist, die sind mir alle nicht gut genug. Das wäre für mich ein Fass ohne Boden. Ich meine, ich habe Ihnen erzählt, dass ich Gelegenheit hatte, diesen Maybach Zeppelin viele tausend Kilometer bei allen großen Veranstaltungen zu fahren, bei den Maybach Club-Treffen und. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber wenn ich gesehen habe, was mich an dem Auto gestört habe, also wenn der Antriebsstrang da klick-klack macht, dann geht es bei mir nicht. Ne? Wenn man das alles ändern will, das kostet Heidengeld. Wenn man Ersatzteile braucht, ist es schwierig. Also sagen wir mal so, ich habe mich zu spät damit beschäftigt. In jungen Jahren hätte ich es vielleicht gemacht, aber wenn man dann mit 70 sich so ein Auto zulegt, also das ist nicht mehr das. Ich meine, ich gucke mir das gerne an. Ich war dann bei der Retro Classic meets Barock in Ludwigsburg einige Jahre Juror. Habe ich gerne gemacht, aber ich habe dann auch aufgegeben, weil es mir einfach zu viel Zeit gekostet hat. Ja, ich freue mich an alten Autos, die gefallen mir. Aber ich wüsste auch, was ich haben wollte. Aber ein richtiger Oldtimer, mein Verständnis, der hat noch einen Rahmen.
Also es muss ein Auto vor 1950 sein oder vor 1960. Ja, okay. Also haben wir ja fast den Gitterrohrrahmen vom SL zum Beispiel. Also Gitterrohrrahmen ist natürlich Rennwagen. Den nehme ich dazu. Ja. Aber wenn ich jetzt also mal gucke, ich meine, Mercedes hat ja lange noch den X-förmigen Rahmen drunter. Der Barockengel vom BMW hat auch einen drunter. So einen Perimeterrahmen hat er. Also das sind die Autos, die für mich echte Oldtimer sind. Ja. Ja. Oder die G-Klasse bis vor kurzem. Ja, die G-Klasse auch, ja. Die G-Klasse auch natürlich. Ja. Die G-Klasse, das sage ich immer, wenn einer ein Auto für sein Leben kaufen will, dann kauft er die G-Klasse. Die hält ewig. Ja. Da gibt es auch eine Maybach-Version, oder nicht? Ja, natürlich. Die verlängerte. Jetzt finde ich das auch schön. Ich meine, da gibt's natürlich für ein paar Potentaten, für die Jagd mit Falken gibt's eine spezielle G-Klasse, wo die da hinten oben sitzen. Ja, also das kann man alles haben. Also G-Klasse finde ich ein tolles Auto. Ja, ich auch. Und ich habe ja in meiner Tätigkeit 1987, als wir das Fahrzeug aus dem Nutzfahrzeugbereich übernommen haben, die erste Modellpflege für das Fahrzeug gemacht. Und also im Atelier und auch im Fahrwerk, also diese Dinge haben wir gemacht. Und da bin ich dann viel mit der G-Klasse rumgefahren. Und da gab es ja in der Nähe von Perpignan in Frankfurt ein Testgelände, wo die für Paris-Dakar immer geübt haben. Und da haben wir auch unser Fahrzeug erprobt. Und da hatten wir in unserer Versuchswerkstatt einen Monteur, der deutscher Meister im Geländefahren war. Der war da mit dabei und der hat mir Geländefahren beigebracht. Das ist auch faszinierend, immer wenn die oder? Journalisten fort waren, bin ich mit dem ins Gelände gegangen, mit der G-Klasse. Was die Autos können, das ist auch unglaublich. Und da sind wir an Stellen rumgefahren, da konnte man zu Fuß nicht mehr gehen. Ja. Da wühlt man sich damit da hoch, oder? Ja. Den Albert Hack habe ich auch schon im Interview gehabt. Der hat da ja so ein bisschen bei der G-Klasse näher noch das Auto eigentlich gerettet, wenn man es genau nimmt. Zum Glück. Ja, also nach wie vor, also eine G-Klasse, das wäre ein Auto, mit dem könnte ich mich anfreunden. Ja. Also wir haben, ich hatte Ihnen gesagt, dass ich im Augustinum wohne, da ist ein Mitbewohner da, der E-Klassenfreak ist. Ist ein Mediziner, der also nun eine höchst ausgestattete G-Klasse hat. Das immer mal wieder wechselt. Also lange Zeit hat er eine relativ moderne gehabt. Es gibt ja einen Nachfolger. Den hat er bloß ein paar Wochen gehabt, hat ihn weg. Jetzt hat er wieder einen rustikalen. Aber natürlich mit 12 Zylinder, mit allem drum und dran. 12 Zylinder? Ja. Okay, Wahnsinn, ja. Super. Und also ich beobachte den schon längere Zeit. Also er hat immer, also den hat er jetzt längere Zeit gehalten, aber sonst hat er immer nach ein paar Monaten schon wieder einen anderen gehabt. Ja, solche Leute gibt es. Es ist gut, dass es die gibt. Ja, zum Glück, oder? So anders könnte man ja leben als Autohersteller. Ich meine, E-Klasse, die Eigenschaft bauen sie ja als normaler Mensch normalerweise nicht. Es sei denn, sie sind Jäger, wollen da rausfahren. Jäger sagen mir dann, das ist meistens zu groß, wir wollen auf schmälere Wege fahren. Aber das Auto fasziniert. Ja. Es kann einfach, was man selten braucht, aber wenn man es braucht, dann kann es. Also ich meine, ich fahre natürlich auch nur Vierradautos. Ja? Also stimmt, die E-Klasse hat das auch. Ne? Ja, ich will keinen anderen mehr. Bei dem Drehmoment, was das Auto hat, und auch mit dem Elektro, braucht man Vierradantrieb, weil sonst dreht sich das Ding da in die Räder durch, dann bringt man es nicht auf die Straße. Das ist also, trotz ESP in diesen Dingen, das ist unangenehm, wenn das durchdreht. Ja. Also ich würde kein anderer mehr ohne Vierradantrieb. Also das anderes Auto kann ich nicht mehr haben. Also Herr Professor Gauss, ich würd ein Auto von Ihnen übernehmen. Das klingt auf jeden Fall nach viel Ausstattung. Ja, das ist klar. Nein, also ich habe zwischenzeitlich etwa 80 Jahreswagen besessen. Ja, ich habe also als junger Ingenieur, ich habe jetzt 62 bei Daimler angefangen, jung verheiratet, wir hatten eigentlich kein Auto. Aber meine Frau und ich haben gespart. Also 1965 hatten wir dann so viel zusammengespart, dass ich den ersten nackten Mercedes ohne jegliches Zubehör kaufen konnte. Bar. Also dafür einen Kredit aufzunehmen, als Schwabe, unmöglich für mich. Absolut, das ist auch richtig also es war ein nackter Diesel ohne alles, also keine Sauberlenkung, gar nichts. Ne? Aber das wollte ich haben. Ich hätte natürlich einen DKW F12 oder sowas auch haben können. Nein, aber es war kein Mercedes, das ging nicht. Kann ich verstehen. Das haben wir, und in der Zeit konnte man natürlich das Auto meistens so verkaufen, dass man ein bisschen mehr erlöst hat, als man selber bezahlt hat. Dann gab es natürlich dann als erstes die Sauberlenkung zu, weil meine Frau das Auto ja gar nicht lenken konnte. Dann man hat immer ein bisschen mehr gemacht. Ne? Und dann später habe ich dann nicht nur eins gehabt, sondern meine Frau eins gehabt und meine Tochter eins gehabt. So kamen dann die etwa 80 zusammen und das treibe ich weiter. Ja, und ich habe mir immer dann das raussuchen können, was gerade das Neueste war. Und ich habe immer hoch ausgestattete Autos gehabt. Und ich hatte
einige Zeit mal einen Kunden bei Ihnen in Hamburg, auch ein Pensionär, der hat über Jahre hinweg, 4 oder 5 Jahre lang, immer meine Autos genommen. Und er hat gesagt, da kriege ich sie perfekt. Ich habe dann meinen ganzen Ehrgeiz reingesetzt, an dem auch kein Stäubchen dran ist, wenn er den geholt hat. Und ich wusste, ich kriege mein Geld. Er ist irgendwann leider gestorben. Aber der war happy und ich war auch happy. Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Und zwar, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte und jeder kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie das verfahren? Oh. Also wenn ich bloß 50 Liter Sprit hätte, dann würde ich mir das sehr genau überlegen, was ich denn wirklich notwendig habe. Also ich würde dann das nicht zum Spaß verfahren, sondern ich würde tatsächlich es für Dinge nehmen, die ich tatsächlich brauche und die ich anders nicht erledigen könnte. Also sehr rational. Äußerst sparsam, äußerst vorsichtig. Also ich meine, wenn ich jetzt unterwegs bin, bin ich auch einer, der sich an eine ganz andere Fahrweise geeignet hat. Also eine sehr gleichmäßige, vorausschauende, sparsame Fahrweise. Also ich meine, jetzt im Moment bin ich sowieso dabei, mir genau aufzuschreiben, was brauche ich elektrisch, was brauche ich an Treibstoff. Vergleiche natürlich mit meinem 6-Zylinder vorher, mit dem ich auch sparsam gefahren bin. Ja, da setze ich meine Ehrgeiz rein. Weil das ist mir schon wichtig. Ja. Gut, und welcher Wagen wäre das? Der aktuelle? Was ich für ein Auto nehmen würde? Das ist schwierig. Also ich würde, das ist die Frage, wie das Umfeld dann natürlich aussieht. Also wenn ich noch Spaß haben wollte, dann würde ich mir, also als Nächsten, das sage ich ganz oft, aber ich weiß schon noch nicht, was im Jahr der Daimler mich verkaufen will. Also auf den jetzigen habe ich 2 Jahre gewartet, bis ich den tatsächlich dann gekriegt habe, weil keine Bauteile dran waren. Und an der Ausstattung wollte ich nicht sparen. Da habe ich lieber den alten 6-Zylinder behalten, mit dem ich auch viel Freude hatte. Also ich habe wieder einen 6-Zylinder Diesel bestellt. Okay, cool. Also mit 50 Liter Kraftstoff würde ich mir natürlich den 6-Zylinder nicht erlauben, sondern würde ich einen sparsamen 4-Zylinder nehmen. Vielleicht, wenn es noch Strom gibt, dann doch einen Hybrid. Weil im Moment fahre ich das meiste in der Stadt natürlich ausschließlich Hybrid. Also jetzt im Moment ist er wieder vollgetankt, wenn ich heimfahre. Das reicht wieder 2 Tage. Und dann steht er, ich habe da eine Werkstatt und auch ein kleines Büro. Da bin ich jeden Tag. Werkstatt ich muss gelegentlich was mit Händen machen. Aber was machen Sie da? Reparieren vorwiegend. Ah, okay. Reparieren vorwiegend. Weil, aber nicht am Auto? Nein, da kann man heute nichts mehr machen. Also es geht nicht. Also zur Zeit, wo man das noch konnte, da habe ich dann schon einiges auch selber repariert oder gemacht. Also in früheren Jahren, wenn die Servolenkung laut war, habe ich mir selber andere, bessere Schläuche eingebaut, damit die ruhig geworden ist. Also das konnte ich schon selber machen, aber heute mache ich da nichts mehr. Okay. Also heute mache ich die Motorhaube eigentlich nur noch 2-mal auf, einmal, wenn ich den neu habe, oder 3-mal, wenn ich Waschwasser brauche. Und dann, bevor ich ihn verkaufe, muss ja alles gefüllt sein, da gucke ich auch nochmal rein. Aber sonst kann man ja nichts mehr machen. Ganz genau. Also ist auch nichts zu machen. Und ansonsten höre ich, ob er in Ordnung ist. Aber machen Sie so Klappergeräusche, machen Sie auch verrückt, oder? Das geht. Die machen mich verrückt. Ach, das geht mir auch so. Also, ich sage Ihnen ja, wenn hinten einer sitzt und da irgendwo was tut, mit der Zeitung rasch oder sowas, das stört mich schon. Also früher habe ich bei sowas ja das halbe Auto auseinandergenommen. Ja. Weil ich hatte mal einen, ich glaube es waren 123, der hatte immer irgendwas, was hin und her rutscht. Also ich habe es im Kofferraum nicht gefunden. Ich habe es gefunden unter der Rücksitzbank. Habe ich alles ausgebaut. Da war ein Bolzen so groß, schön lackiert, der da immer hin und her gefahren ist, da unten in der Mulde. Ja, ich werde durchdrehen. Ja, den hätte ich in die Werkstatt gebracht, das hätte mir keiner gemacht. Ne? Ich habe selber auseinander gemacht. Pumpt alles aus. Ne? Herrlich. Herr Professor Gauss, herzlichen Dank für Ihre Zeit und das war ein wirklich ganz inspirierendes Gespräch, was Sie alles gemacht haben. Ja, doch, also nochmal eins, also ich habe das Glück gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Das klingt so, ja. Und ich meine, nicht alle Tage waren nur erfreuliche Tage. In jeder Firma gibt es auch mal Rückschläge und Dinge, die einem nicht so sehr gut gefallen haben. Aber ich möchte keinen Tag missen, die ich beim Daimler gearbeitet habe. Habe eine schöne Zeit gehabt. Ich glaube, der Daimler möchte auch keinen Tag missen. Und ich konnte Gott sei Dank dann über 10 Jahre auch mein Wissen an junge Leute weitergeben. An der Hochschule, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Also ich habe in den 10 Jahren mich nur einmal vertreten lassen müssen, weil ich auf Reisen war. Sonst habe ich das immer fertig gebracht. Ich habe allerdings nur im Wintersemester gelesen, im Sommersemester nie. Okay.
Und das hat mir dann den Honorarprofessortitel eingebracht. Was denn? Ich eigentlich keinen Wert drauf lege, aber ist nun mal so. Oder? Aber kann man doch sagen, wenn Sie unterrichtet haben. Ja, natürlich. Es war nun mal so. Und im Moment ist es ganz gut so, wie es ist. Das war Professor Hermann Gauss. Habt ihr schon mal parallel geschaut, was für Maybach 57 oder 62 gerade so angeboten werden? Beeindruckend, was die aktuell teilweise noch kosten. Und wenn ihr schon im Netz unterwegs seid, dann schaut doch auch noch mal bei mir auf YouTube vorbei. Da findet ihr auch regelmäßig neue Videos. Und wir hören uns hier hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de